Vic war die Nummer 13 der Rockport Blacklist und sein richtiger Name war Victor Vasquez. Vic wuchs in Palm City auf und sorgte schon in jungen Jahren immer wieder für Ärger. Die meiste Zeit verbrachte er in Jugendarrest. Als er 20 war, begab er sich auf Reisen. Er war faul und hatte keinen Bock auf so ein Standardleben mit Familie und vor allem einem Job. Er hielt sich oft in für Straßenrennen bekannten Städten auf und verdiente sich dort immer mal wieder etwas Geld durch Wetten dazu. Immer wieder kam es aber auch zu Schlägereien mit ihm und irgendwelchen Racern, weil Vic einfach eine, sagen wir, wilde Natur hatte. Er verbrachte dort einige Jahre mit diesem Lebensstil, bis er eines Tages einen Händler traf, der einen Toyota Supra zum absoluten Spottpreis anbot. Der Händler sagte ihm, er verkaufe diesen Wagen im Kundenauftrag und der Wagen sei heißer, als man glauben mag. Deshalb solle Vic ihm besser möglichst bald eine neue Lackierung verpassen. Vic tat dies auch. Er verpasste dem Supra einen Breitbau sowie Spoiler, neue Felgen und eine Lackierung. Mit seinem neuen Wagen begann er dann selbst Rennen zu fahren und er machte auch eine ziemlich gute Figur dabei. Er gewann viele Rennen in Palm City, bis ihm die Stadt eines Tages zum Hals raushing. Er begab sich nach Tri-City, um dort neue Herausforderungen zu suchen. Auch dort gelang es ihm, viele Rennen zu gewinnen, bis letztendlich niemand mehr gegen ihn fahren wollte. Er wagte sich deshalb an andere Gruppen, die ebenfalls Rennen in Tri-City fuhren. Allerdings konnte er dort nicht mithalten. Die Autos der anderen waren einfach zu stark getuned, weshalb er sich entschloss, wieder einmal die Stadt zu verlassen. So verschlug es ihn nach Rockport, wo er ebenfalls viele Rennen für sich entschied. Zu seinem Bedauern rammte er während eines seiner vielen Rennen ein parkendes Undercover-Fahrzeug der Polizei, welches ausgerechnet Sergeant Cross gehörte. Dies beförderte ihn direkt auf Platz 13 der Blacklist von Rockport. Vic war selbst nicht sonderlich interessiert an der Blacklist. Er war einfach zu faul, sich mit anderen Blacklist-Fahrern anzulegen, um sich einen größeren Namen zu machen. Er war eigentlich immer nur an Gegnern interessiert, die er ohne große Anstrengungen besiegen konnte. Allerdings schaffte es auch keiner, ihn vom Platz 13 zu verdrängen. Bis zu dem Tag, an dem er von Razor besiegt wurde und später auch von dem M3-Fahrer. Er störte sich aber nicht weiter daran, es machte ihn zwar wütend, doch ließ er schnell wieder davon ab und zog einfach weiter sein Ding durch. Als die Situation zwischen der Polizei und der Blacklist zu ihrem Höhepunkt kam, verkroch sich Vic in eine Garage, wo er sich ein kleines Zockerparadies eingerichtet hatte, welches sogar Internet hatte, das er einfach von irgendeinem Rentner eine Straße weiter anzapfte. Er saß die heiße Phase einfach gekonnt aus und suchtete wochenlang irgendwelche Videospiele. Als die Lage sich endlich beruhigte, packte er seine Sachen und verließ die Stadt. Er fuhr nach Lakeshore City, wo er einen Freund hatte, der beim Straßenverkehrsamt arbeitete. Dieser Kollege kümmerte sich darum, dass der Supra umgemeldet wird. Als er aber die Fahrgestellnummer des Toyotas checkte, konnte er nicht glauben, was er sah. Dieser Wagen war nicht nur in Rockport, sondern auch in Palm City zur Fahndung ausgeschrieben, mit einem enormen Finderlohn. Vics Kollege riet ihm, die Karre so schnell es geht loszuwerden, da er sonst in extreme Schwierigkeiten geraten könnte. Nach einigen Zögern tat Vic dies auch. Er und sein Kollege vernichteten sämtliche Unterlagen und Dateien im Zusammenhang mit diesem Auto. Um möglichst sicher zu gehen, dass auch wirklich nichts auf sie zurückzuführen ist, haben sie noch die Fahrgestellnummer entfernt und den Wagen möglichst weit von Lakeshore weggebracht. Sie haben ihn in den Canyons von Palm City zurückgelassen, angrenzend an Palm City. Es gibt Gerüchte, der Wagen sei in Japan aufgetaucht. 2019 wurden viele Autos nach Japan importiert und scheinbar geriet auch der Supra irgendwie dazwischen. Es kann also gut sein, dass auch damals schon Leute unterwegs waren, die solche Autos geklaut haben und verfrachtet haben, um damit Geld zu machen.
Genaueres ist aber nicht bekannt. Vic war allerdings noch nicht raus. Es vergingen zwar einige Jahre, seit er seinen Supra verlassen hatte, zurückgelassen hatte, doch eines Tages klopfte es an der Tür. Vic schaute aus dem Fenster und sah eine Corvette, die ihm Unbehagen bereitete, weil sie ihm irgendwie bekannt vorkam. Als er durch seinen Türspion schaute, entdeckte er die Fratze von Cross. Und Vic war nicht dumm. Bei ihm hat das ganz schnell geschaltet, denn ja, er hatte ja damals Cross' Fahrzeug beschädigt und war natürlich einer der ehemaligen Blacklist-Fahrer. Er dachte nicht lange nach und machte sich einfach über seinen Balkon aus dem Staub. Denn glücklicherweise lebt er in einer Wohnung im ersten Geschoss. Und ja, mit seinem neuen Auto machte er sich ganz schnell von dann. Allerdings war Cross schon hinter ihm. Und es entbrannte eine kleine Verfolgungsjagd. Auch die Polizei schaltete sich ein, denn die Polizei in Lakeshore City war sich nicht dessen bewusst, dass Cross eigentlich ein Sergeant ist und als Kopfgeldjäger dort unterwegs war. Und dementsprechend gab es eine gewaltige kleine, ja, es war nicht gewaltig, aber es gab da schon eine etwas heftigere Verfolgungsjagd in Lakeshore. Und ja, es ging über die Grenzen mehrerer Städte. Irgendwann ging es dann so weit, dass sie in Bayview ankamen, wo dann Vic endgültig der Sprit ausging und auch Cross kaum noch Sprit über hatte. Und man kann ja von Vic halten, was man möchte, aber in Sachen Flüchten war er ein Mastermind und ziemlich kalt und ja, stumpf, könnte man auch behaupten. Er sprang einfach in den Fluss von Bayview und machte sich so von dann. Cross wagte diesen Sprung nicht, aber Vic entkam so fürs erste Cross. Und Cross dachte sich einfach nur, okay, ich meine, da ist der Typ, den er durch mehrere Städte jetzt gejagt hat, der damals in Rockport Stress geschoben hat und er springt jetzt einfach mal in den Fluss und lässt sein Auto hier zurück. Cross hat den Wagen natürlich beschlagnahmt, was Vic natürlich auch wieder wehgetan hat, denn das war nicht irgendwo ein Wagen, es war ein wundervoller Honda S2000, den er sich mit Mühe wieder aufgebaut hatte. Auch hat er Straßenrennen damit gefahren in Lakeshore City. Und nun war sein Auto wieder weg. Aber Vic hatte die Idee, sich den Wagen wiederzuholen. Aber wie soll er den Wagen aus dem Gewahrsam der Polizei bekommen? Das war die große Frage und er überlegte eine ganze Weile, wie er wieder an seinen Wagen kommt. Letztendlich kam er zu dem Entschluss oder zu der Auffassung, dass es keine Möglichkeit gibt, den Wagen rauszukriegen, ohne sich mehr oder weniger zu stellen oder sonstiges. Also war ihm klar, ich muss den Wagen klauen. Und zu seinem Glück wurde der Wagen nicht nach Rockport oder sonst wo gebracht, denn er blieb direkt in Bayview. Und das Polizeigelände von Bayview, naja, die Polizei in Bayview ist nicht gerade die effektivste, was Street Racing angeht. Und auch die Bewachung von stillgelegten Autos oder sonstigen ist eher gering. Deswegen brach er einfach kackendreist die Tore zum Polizeigelände auf und schnappte sich sein Auto mit seinem Zweitschlüssel. Er fuhr weg und wurde noch nicht einmal verfolgt. Als dann einen Tag später Cross davon erfuhr, konnte er nicht glauben, was geschehen ist und hat die Polizei von Bayview komplett zusammengeschissen. Aber frag nicht nach Sonnenschein. Vic machte sich dann auf zu einem Hafen und lud seinen Wagen in einen Container. Das kostete ihn einiges an Geld, aber er hatte ja auch durch seine Rennen noch viel Geld übrig. Und ja, er machte sich auf. Wohin genau, ist nicht klar. Aber Gerüchten zufolge soll Vic zuletzt in Deutschland gesehen worden sein und heute wohl Geld mit Online-Videos verdienen. Genaueres weiß man aber nicht. Ja, und das ist die Story von Vic. Also schon ganz schön überraschend, der Typ, der eigentlich so faul ist und keinen Bock auf irgendwas hatte. Hat sich da schon einiges geleistet und dann seine spektakuläre Flucht vor Cross und wie er sich sein Auto wiedergeholt hat, das sind schon ein paar wilde Sachen, die er da angestellt hat. Ja, und heute schimmelt er wieder zu Hause rum und macht Videos über irgendwelche Videospiele, weil, ja,
Passt ja eigentlich zu ihm, ne? Auch damals die heiße Phase in Rockport hat er zockend überbrückt. Und ja, da hat er sich dann wohl in Deutschland niedergelassen. Ob er dort auch zur Fahndung ausgeschrieben ist die Frage. Aber da ist nichts drüber bekannt. Er wurde auf jeden Fall auch nicht mehr auffällig. Interessanter Dude auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass Cross die Verfolgung aufgegeben hat und nicht weiter nach ihm sucht. Wenn er das international macht, wäre das schon ein bisschen heftig. Und ja, damit sind wir raus. Ich hoffe mal wieder, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, um den Kanal damit zu unterstützen. Teilt mir eure Gedanken zu der Story wie immer mit in den Kommentaren. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, tut das jetzt. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.